Für dieses Video bedanken wir uns ganz herzlich beim deutschen Importeur von Kymco in Weiden, der Firma MSA, die uns die Kymco MXU 700 zur Verfügung gestellt hat, anhand derer wir dieses Produkt entwickeln konnten. Wir montieren nun im Grunde diese beiden Knotenbleche und verändern durch die Lage der Knotenbleche im Endeffekt die Position des Stoßdämpfers. Sobald wir die Räder demontiert haben, lösen wir die obere Aufnahme des Stoßdämpfers. Dafür benötigen wir einen 17er Schlüssel. Nachdem wir das gelöst haben, können wir die Schraube hier rausnehmen. Die beiden Bleche werden jetzt in dieser Position eingesetzt. Dazu haben wir zwei Hülsen, die jetzt hier eingesetzt werden. Einmal hier unten und einmal hier oben. Nicht zuletzt durch die Position des Wasserschlauchs ist das Ganze manchmal mit ein bisschen Gehampel verbunden, aber das bekommen wir hin. Sobald das Ganze passend vormontiert ist, setzen wir das zweite Blech mit der passenden Öffnung an. Und jetzt können wir die beiden passenden Muttern ansetzen und drehen sie schon mal etwas vor. Wichtig bei der Montage ist, dass wir das Ganze nur etwas vormontieren und nicht komplett festschrauben, denn ein bisschen Spiel ist später noch notwendig. Einmal kurz zum Verständnis. Das Blech wird so montiert, hier kommt die Schraube durch, dann die Hülse, nochmal die Schraube, die Scheibe und dann die Mutter. Das Ganze nur einmal so demonstriert, weil man das später in der Einbaulage hier oben nicht richtig erkennen kann. Und jetzt setzen wir das Ganze um. Hier kann man jetzt erkennen, dass es hilfreich ist, wenn sich das Ganze noch ein bisschen bewegen kann, wenn da noch ein bisschen Spiel ist, so dass wir das Ganze ordentlich auch noch montieren können. Wir sehen jetzt, das Ganze ist noch schön beweglich, hat noch ein bisschen Spiel. Jetzt kommt die vordere Stoßdämpferaufnahme. Im Grunde wird der Stoßdämpfer hier eingelegt. Man sieht dann schon, dass wir eine deutliche Tieferlegung haben.
Und bei der Montage müssen wir 2 Passhülsen einsetzen, und zwar so. Das Ganze, um das entstandene Spiel durch diese verbreiterte Aufnahme auszugleichen. Dann kommt der Bolzen da durch und das Ganze wird montiert an dem äußeren Ende. Wir ziehen das Ganze jetzt erstmal ein bisschen vor und festziehen die Schrauben bitte von innen nach außen. Also nochmal, die beiden Schrauben mit den Hülsen unten, hier oben die Stoßdämpferbefestigung mit den beiden Passhülsen rechts und links vom Dämpfer und die Zentrierschraube nochmal mit einer Hülse als Fassung. Die ziehen wir jetzt von innen nach außen endgültig fest. Damit haben wir den Umbau im vorderen Bereich im Grunde abgeschlossen. Der Einbau auf der anderen Seite erfolgt eigentlich genauso, deswegen wird der jetzt nicht extra abgefilmt. Jetzt gehen wir nach hinten und machen da weiter. Hier sind wir im hinteren Bereich und auch hier demontieren wir zunächst einmal das Rad. Hier werden wir jetzt den unteren Bereich des Dämpfers verändern. Im vorderen Bereich des Fahrzeugs war es ja der obere Bereich, hier am unteren Bereich.
In dieser Position wird gleich dieses Trägerblech eingesetzt und zwar in etwa so. Da wird der Dämpfer dann eingehängt, so dass er entsprechend schräger steht und wir ein stabileres Fahrverhalten erreichen. Als erstes lösen wir diese Schraube hier. Jetzt lösen wir den unteren Stoßdämpfer. Jetzt können wir das Ganze abklappen und setzen diesen, ja im Grunde Schlitten, das Trägerblech, genau so ein. Jetzt gibt es ein paar Befestigungsschrauben. Zum einen diese 10er Schraube, die wird jetzt hier unten eingesetzt. Da ist so ein Befestigungsloch. Wir machen das Ganze so wie im vorderen Bereich und setzen die Schrauben erstmal an, ohne sie komplett festzuschrauben. Jetzt kommt die nächste Schraube und dafür gibt es hier so eine Passhülse, die wird hier zwischen so eingesetzt. Bei der nächsten Schraube werden hier innen und außen jeweils diese beiden Hülsen mit eingesetzt. Das Ganze ziehen wir jetzt erstmal wieder vor und dann fangen wir auch gleich schon mit dem Festziehen an.
Als letztes kommt die originale lange Achsschenkelschraube hier wieder rein und wird festgezogen. Durch die Veränderung der Aufnahmepunkte ist der Dämpfer auch an der Hinterachse jetzt schiefer gestellt und wir haben auch hier eine Tieferlegung. Das Ganze an der anderen Seite genauso und jetzt nur das Rad wieder montieren. Damit wäre alles erledigt.